schön, dass ihr da seid und ja, mit mir ein bisschen durch R und durch Einzelfälle und was weiß ich, was für Sachen jetzt gleich im Folgenden mal durchschauen wollt. Ich denke, das Thema wird für viele neu sein, sonst würde man sich dieses Video nicht anschauen. Ich werde versuchen, das so einfach wie möglich und so klar wie deutlich zu erklären und auch irgendwie da niemanden zu verlieren. Das wird aber wahrscheinlich nicht ganz möglich sein. Das ist relativ komplex und viele Leute ja, machen ihr Leben lang nichts anderes als sowas. Deswegen glaube ich, genau, lohnt es sich dafür auf jeden Fall ein bisschen Zeit aufzuwenden und das in Ruhe auch sonst mal zu pausieren, Sachen selbstständig zu googeln und vielleicht auf die andere Quelle sonst zu stoßen, die das nochmal anders oder besser oder vielleicht auch nur ein bisschen tiefer erklärt. Genau, also das gerne irgendwie als Ausgangspunkt nehmen und bei Fragen ja, sonst auch nochmal mir schreiben oder vielleicht hier irgendwo kommentieren. Ich werde versuchen, alle Dinge, die ich irgendwie sage, auch nachher in die Links oder die Beschreibung zu packen und dann genau sollten die Daten auch zur Verfügung stehen. Was wollen wir denn eigentlich heute machen? Also erstmal würde ich gerne schauen, dass wir uns zuerst einmal um die Eingabe von gewissen Daten, also die Eingabe von Einzelfalldaten, Eingabe von Einzelfall, Single Case Data anschauen. Wie muss da eigentlich so meine Tabelle, die ich nachher nämlich erstelle, strukturiert sein? Wie soll die aussehen? Dann wollen wir gucken, wie machen wir das denn in R? Also quasi alle möglichen Rechnungen und Analysen in R. Das heißt, wir erstellen hier aus den Dateien SCDF-Files quasi im Programm R, die wir dann nachher analysieren wollen. Das heißt, aus einer Tabelle wird so ein anderes Datenformat, das ist jetzt zum Beispiel eine CSV-Datei oder vielleicht auch einfach nur eine Excel. Das gucken wir uns nachher an. Und dann hoffen wir, dass wir nachher hier Plots haben, also diese schönen Grafiken, die nachher zum Beispiel so aussehen. Und dann hat man hier so die schönen Datenpunkte und hier hat man Datenpunkte und gibt es hier irgendeine tolle Gerade. Sowas wollen wir haben oder irgendwelche schönen Tabellen, wo dann hier ganz genau steht, was das Kind für eine Entwicklung hatte, ja. Und also Plots oder halt eben so ganz normale Modellgleichungen. Genau, und dafür, also das ist dann hier die Auswertung, brauchen wir halt eben R. Und das wollen wir uns jetzt im Folgenden mal anschauen. Erstmal, der erste Punkt, den ich eben hatte, ist die Eingabe der Single-Case-Daten, also quasi in einer Tabelle. Das hier ist jetzt Excel. Diese Datei ist allerdings keine XLS-Datei, sondern das ist eine CSV-Datei. Es gibt ganz viele verschiedene CSV-Dateien oder einige auf jeden Fall. Das ist jetzt eine Comma-Separated Spreadsheet, also das ist dafür auch die Abkürzung. Allerdings gibt es auch mit Semikolon und so weiter und so fort. Da gibt es so unterschiedliche Standards in Europa, in USA, whatever. Deswegen, ihr könnt diese Datei so anlegen, wie ihr wollt, in Numbers, in Excel als normale Datei, als XLS, was auch immer. Gut wäre nur, wenn ihr sie dann nachher speichert, eben unter und dann hier kommagetrennte Werte CSV. Ja, das ist wichtig, dass das das Erste ist, was mit dieser Datei passiert. Also egal, wie ich sie anlege, nachher brauche ich eine CSV-Datei. Es gibt auch Wege, wie man das in R ändern kann, wenn man keine CSV-Datei hat, aber das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich kann dafür aber sonst noch was zur Verfügung stellen. Am einfachsten ist es jedoch, wenn man diese Tabelle einfach so anlegt, wie ich das hier gezeigt habe oder wie ich es jetzt zeigen werde. Und zwar in der ersten Zeile ganz oben stehen bei so Statistik-Verarbeitungstabellen immer eigentlich die Variablen. Das heißt, wir haben hier die erste Variable Case. Zu Deutsch Fall, dann haben wir hier Phase, also Phase, Values und MT ist die Abkürzung für Messzeitpunkte, also Measurements. Wir haben hier also auf der linken Seite immer, ach übrigens, ich bin hier mit Maus und keine Ahnung was zugange, deswegen wenn das so ein bisschen rumschrabt oder sowas, dann liegt es daran. Nicht wundern. Also für den Ton kann ich, viel besser kriege ich jetzt nicht hin. So, also wir haben hier in der zweiten Zeile dann, beginnt es mit dem Fall 02a. Das ist also Kind 02a. 02a geht bis Kind 03a anfängt. 01a ist aus der Studie ausgeschlossen gewesen, weil
es abgebrochen hat und dann quasi die Auswertung nicht mehr stattfinden konnte. 03a geht dann hier weiter und nach 03a kommt dann 1b, also 01b, das ist dann die Klasse B, aber Kind 1. Und so weiter bis 02b kommt, so geht das quasi runter. Diese Zeile wird also so lange gleich bleiben, bis das Kind sich ändert. Genau das gleiche mit der Phase. So lange, wie wir uns in der A-Phase bewegen, also in der Baseline-Phase, in der interventionslosen Phase, in der quasi keine Intervention stattfindet, steht hier ein A. Sobald wir mit der Intervention beginnen, steht hier ein B. Also die B-Phase, die Interventionsphase, die Phase, die nachher auch bestimmt, hat diese Förderung vielleicht eine Wirkung gehabt oder eben nicht. Dann, die nächste Variable sind die Values. Das sind quasi die Werte, die jetzt eingetragen werden für dieses Kind an diesem Tag. Jetzt sehen wir hier ganz krude minus 999. Ist eigentlich schon eine recht wichtige Sache, weil minus 999 heißt jetzt erstmal, hier haben wir einen beliebigen Wert genommen, der ansagt, okay, wir haben hier keinen Wert. Das heißt, das Kind hat hier gerade mal ziemlich ungünstig mit 7 oder 6 Datenpunkten, 7 sind es, Entschuldigung, gestartet. Also 7 Punkte, die ersten 5 Tage und dann nochmal Montag, Dienstag der nächsten Woche war das Kind vielleicht krank, nicht da oder keine Ahnung. Es sieht wahrscheinlich so aus, als wäre sogar irgendwas anderes hier gewesen, war vielleicht wirklich krank. Danach geht es nämlich dann ein bisschen stabiler, dann sind nochmal 2 weg, dann wird es wieder stabiler und dann ist nochmal wieder eine Woche Pause und dann beginnt die Intervention. Also die Daten sind hier nicht so ganz lupenrein, aber wir sehen dann hier, wir haben eine sehr schöne Interventionsphase immerhin da, die ist so gut wie vollständig. Sowas gibt es manchmal, das genau, geht aber trotzdem zu rechnen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, einige Datenpunkte, sodass wir hier trotzdem eine Baseline immerhin zeichnen können. Hier auf der linken Seite wird dann eben diesem Value ein Messzeitpunkt zugewiesen. Das heißt, das hier zum Beispiel war jetzt der 1., keine Ahnung, Februar vielleicht, 1.2.2023. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass das hier quasi durchgeht, ja, also dieser Zeitpunkt oder dieser Datenpunkt wäre dann, wenn das der erste war, der 20. Aber das nehmen wir gleich wieder raus, weil er kann damit überhaupt nichts anfangen und wir wissen es auch gerade nicht. Das ist jetzt nur, um diesen Messzeitpunkt und den Rest hier zu erklären. Also an diesem Tag, an dem ersten Messzeitpunkt, gab es keine Beobachtung in der A-Phase für den Fall 02a. Wenn wir immer hier irgendwo reinspringen, dann gab es bei dem 19. Messzeitpunkt eine 5 auf einer Skala von 0 bis 5 in der Phase A für den Fall 04c. Auf diese Art und Weise können wir nachher diese schönen Grafiken, von denen ich eben gesprochen habe, hier diese Tabellen oder diese Grafiken eben erstellen. Wichtig ist jetzt, dass diese Tabelle wirklich ganz genau so aussieht, wie sie hier beschrieben oder aufgezeigt wurde und dass da nicht irgendwelche zusätzlichen Ziffern oder irgendwelche zusätzlichen Leerzahlen oder irgendwas, Leerzeichen oder irgendwas quasi unser Bild stören von dieser schönen lupenreinen und sauberen Tabelle, weil er wird das genau sofort sehen und dann sagen, okay, nee, hiermit kann ich nicht rechnen. Das heißt, wenn ich hier hinter A noch ein Leerzeichen habe, dann wissen wir das hier, dass das in dieser Zeile steht oder in dieser Spalte und dann könnte in dem Moment schon bei R eben aufploppen, Moment mal, nee, das ist ja hier kein A, sondern das ist ein A-Leerzeichen. Also ist das jetzt eine andere Phase oder was soll das? Warum wir hier minus 999 reinschreiben, liegt einfach daran, dass dieser Wert so anders ist als alles, was hier sonst steht, also 4, 2, 3 oder, dass man sehr viel dafür tun muss, auch dass da quasi eben dieser merkwürdige Wert steht und wir nachher sagen, okay, der fehlt. Wenn ich nämlich, weiß nicht, zufällig hier zweimal auf die 4 komme, steht eine 44, das ist dann trotzdem immer noch relativ weit weg von eben diesen Values, die hier eingegeben worden sind. So, also das ist das Erste. Wir gehen nochmal einen zurück. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Tabelle, wo hier oben erstmal der Case steht. Das heißt, das ist das Erste, was wir brauchen. Dann haben wir die Phase daneben. Dann haben wir Values, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Genau, Values und dann Measurements, also Values und MT. Und das ist für jedes Kind so angelegt, dass wir hier immer dann ein Kind haben. 01b zum Beispiel, dann haben wir hier 02b und so weiter. Und
dann die Phase ist immer die A-Phase, mit der beginnt es, das ist die interventionslose Phase. Die B-Phase ist dann die Interventionsphase. Vielleicht gibt es ja sogar noch eine C-Phase, das kann sein, kommt die auch hier rein oder sogar eine D-Phase. Und den Values, die gehen dann, je nachdem, was ihr so für Werte habt, mit unterschiedlichen Größen dann da rein und dann kommt das eben immer noch zugeordnet auf einen jeweiligen Messzeitpunkt. So muss diese Tabelle aussehen. Wenn sie dann fertig ist, können wir sie abspeichern, eben speichern unter hier eben als CSV-Datei und es gibt zum Beispiel noch diese CSV UTF-8 durch bla, aber wir nehmen besser gleich mal die. So, wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir jetzt uns R beschaffen. Also, wie machen wir das? Ich habe schon mal eingegeben, wenn ihr bei Google R Download eingebt, kommt ihr relativ schnell und ziemlich easy. Ihr könnt zum Beispiel auch, weiß nicht, installieren eingeben oder sowas. Dann kommt ihr auf Seiten, die euch erklären, wie man es installiert. Kann man auch machen, da sind auch diese ganzen Links drauf. Ich würde aber einfach über Download gehen und, nehmen wir direkt mal die andere Seite, R Project. Ja, das ist jetzt natürlich super, Vorführeffekt. Das sind jetzt hier diese nicht so schönen Seiten. Wir gehen mal auf, Entschuldigung, wir müssen hier RStudio eingeben. Das war jetzt mein Fehler. Also vergesst die letzten 20 Sekunden. R müsst ihr auch runterladen, aber ihr müsst eigentlich erstmal RStudio runterladen. Diese Seite werde ich euch verlinken. Das ist die, wo ihr auch alles findet. Also wir haben einmal RStudio, was wir installieren müssen, und einmal R. Hier steht auch schon erstens Install R, zweitens Install RStudio. Man kann sich so vorstellen, R ist die Programmiersprache und RStudio ist so ein bisschen das Interface, um nachher dann mit R auch zu arbeiten. Also erstmal das runterladen, installieren, dann das runterladen und installieren. So, wenn ihr das gemacht habt, es gibt im Internet auch ziemlich viele Anleitungen, wie gesagt, dazu, dann gehen wir irgendwann in dieses Programm R. Das sieht jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen kompliziert und auch ein bisschen viel aus, aber wir werden das nach und nach auseinandernehmen. Ich habe mir hier schon mal ein so gut wie leeres Skript aufgemacht, sodass wir hier entspannt gleich alle die Dinge rüberziehen können, die wir brauchen. Dieses Skript werde ich euch verlinken, damit kann man dann auf jeden Fall arbeiten und durch dieses Playground-Skript können wir jetzt gleich zusammen einfach mal durchgehen. Um R grundsätzlich mal zu erklären, das Programm und auch so ein bisschen die Funktionsweise, würde ich euch kurz mal ein bisschen mitnehmen. Wenn ich jetzt hier einfach einen Text reinschreibe, dann wird der, so wie ich es hier auch gerade sehe, oder so wie ihr es gerade seht, als potenzieller Code identifiziert. Also er sagt, was willst du machen? Text Default vielleicht irgendwie als Funktion jetzt gerade mal nutzen, dann könnte ich die jetzt füllen und sagen, na, die brauche ich gerade, mit der möchte ich jetzt arbeiten. Oder ich mache es aber so, dass ich sage, ich packe hier eine Raute davor und dann schreibe ich hier Text hin, dann passiert nämlich gar nichts. Dann sagt er, okay, alles klar, super, das ist einfach jetzt hier nur Text, ich werde den jetzt nicht irgendwie interpretieren als potenziellen Code und mach nichts. Deswegen sind diese Skripts so aufgebaut, dass hier manchmal so drüber steht, ja, okay, worum geht's eigentlich, was machen wir hier eigentlich, Working Directory bestimmen und so weiter und so fort. Dann weiß ich immer, das ist dieser Block, der gehört dazu. Wichtig ist, also das hier sind zum Beispiel potenzielle Codes, wenn ich jetzt hier diese Raute wegnehme, dann werden die quasi aktiv, dann werden die scharf. Das hat den Vorteil, dass ich möchte ja vielleicht nicht immer diese Packages installen, also das solltet ihr gleich am Anfang machen, kommen wir aber noch drauf, sondern ich will das vielleicht nur immer mal wieder machen und zum Beispiel, wenn ich ein halbes Jahr lang nicht damit gearbeitet habe und dann merke, okay, irgendwie, ich glaube, da hat sich was verändert, vielleicht ist die Version aktualisiert, ich gucke mal, dann könnte ich das nochmal durchlaufen lassen und sehe halt eben, okay, das Package konnte ich aktualisieren oder nicht. Und deswegen muss man das aber nicht immer machen und dann kann man sich die quasi ausgrauen. Ist jetzt aber eine ganz gute Überleitung dazu, zu dem, was ihr machen müsst. Wenn ihr euch nämlich R installiert habt, alles runtergeladen habt, gesagt habt, so, jetzt geht's los, wunderschön, dann könnten wir eigentlich sofort damit beginnen, mit diesem Programm zu arbeiten. Das Erste, was wir aber dafür machen müssen, um das überhaupt zum Laufen zu kriegen, ist, diese Packages zu installieren. Das hier sind die wichtigen, die ich euch jetzt rausgeschrieben habe. Ich glaube, da sollte eigentlich keins fehlen. Falls doch, werden wir das sehen. Also wir haben jetzt, oder werdet ihr das sehen, aber dann kann man das einfach lösen. Wenn ich diesen Begriff markiere oder mit dem Cursor dahinter bin oder aber auch davor, am besten ist aber eigentlich, wenn man da dahinter ist, dann heißt das, diesen Ausdruck bis dahin möchte ich jetzt gerade mal durchlaufen lassen und dann Command Enter drückt, dann wird dieses
dieser Befehl ausgeführt und jetzt fragt er mich gerade, ob dieses Package abgedatet werden soll. Ich sage, ja, mach mal, okay, dann musst du R neu starten und so. Jetzt sehen wir hier unten, Install DevTools wird jetzt ausgeführt. Bei euch wird das wahrscheinlich nicht kommen, irgendwie, oh, möchtest du das aktualisieren, sondern da wird es dann einfach installiert. Das heißt, wenn ihr euer Skript bekommt, macht ihr hier vielleicht diese Rauten einfach mal weg und zack, genau, habt ihr die Möglichkeit, alle diese Packages zu installieren. Die installiert ihr alle und dann ist es so, dass wir sagen, okay, alles klar, du hast die jetzt installiert, wundervoll. Wir möchten jetzt mit folgenden Libraries arbeiten. Das kann man sich jetzt so vorstellen, wir steuern gewisse Pakete in diesem Programm an, um mit diesen Funktionen, die diese Pakete enthalten, dann nachher zu arbeiten. Also wir laden nicht, weiß ich nicht, die ganze Weltkarte runter, wenn wir irgendwie mit dem Navi unterwegs sind, sondern eben nur Europa und das reicht uns erstmal und wahrscheinlich sind wir mit dem Auto eh nie in China. Also brauchen wir zum Beispiel nur das Library-Paket für Scan, ReadXL, scplot und ggplot. Sollte davon irgendwas nicht zur Verfügung stehen, dann kann ich mir hier immer dieses Paket markieren, dann irgendwie, stimmt gar nicht, Entschuldigung, kopieren und dann hier unter Packages einfügen, install. Dann kann ich hier auf ggplot gehen, dann install drücken. Dann sagt er mir wieder, willst du das jetzt updaten? Nee, will ich eigentlich nicht. Ich möchte es installieren und so weiter und so fort. Ja, jetzt hängt er sich hier gerade auf, weil ich es schon installiert habe. Und in dem Moment, sollte das aus irgendeinem Grund nicht geladen werden können, kann ich es auf diese Art und Weise installieren. Ich kann das auch über diesen Befehl machen, dann kann man einfach hier zwischen diese Gänsefüßchen ggplot schreiben und dann geht das damit auch. Okay, also zuerst, wir müssen die Pakete installieren, ja, nachdem wir es runtergeladen haben. Dann müssen wir sagen, wir möchten mit den Libraries aus diesen Paketen rechnen, steuern die mit diesen Befehlen an, führen die alle aus, indem wir sie markieren und dann Command-Enter drücken. Und das kann ich nochmal so, ja. Und dann sind sie quasi scharf. Also jetzt können wir in dem Moment in diesem Skript mit diesen Bibliotheken rechnen. So. Wenn ich jetzt meine Daten, die wir hier schön erstellt haben, die Datei heißt dbrc-23-d und die liegt hier in diesem Ordner dbrc-Studie. Die dbrc ist ja so ein Interventionsinstrument, womit wir irgendwie so Verhalten ein Stück weit vielleicht steuern können oder Verhalten von Kindern adressieren, um dann gewünschtes Verhalten ein bisschen genau aufzubauen, zum Beispiel Aufmerksamkeit oder sowas. Und wir haben uns angeguckt über die Zeit, wie geht das denn? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Um jetzt quasi diese Datei einzulesen, müssen wir R erstmal sagen, wo es überhaupt schauen soll. Also R muss irgendeinen Ordner haben oder einen Ort, an dem es guckt. Es gibt auch so einen voreingestellten, aber der ist irgendwo auf der Dokumentenebene, also eher nicht zu empfehlen, weil das mit der Sortierung am Rechner wahrscheinlich nicht so cool ist. Deswegen müssen wir R erstmal sagen, hier mit diesem Begriff setWD, also set Working Directory, setze das Working Directory zu folgendem Ort. Und das hier ist jetzt so ein typischer Dateipfad, den man auch kennt, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel in der Datei hier auf die Information geht und dann, genau, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir es finden. Das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt. Wir finden es hier jetzt gerade nicht, weil das in der iCloud bei mir liegt. Deswegen ist der Weg gar nicht so sehr weit und wird hier ausgeblendet, aber offiziell sieht er ein bisschen anders aus. Um den halt herauszubekommen, gibt es jetzt 2, 3 Möglichkeiten oder ein paar Wege. Dieses setWD braucht diese Aussage, die hier in Klammern steht. Das könnt ihr dann einfach für euch so übernehmen. Ich kopiere mir das jetzt auch mal rüber in unserem Playground, zack, und sag, okay, du musst jetzt erstmal gucken, also das Working Directory setzen zu folgendem Ort. Und jetzt gehe ich hier über Files, das ist wie so ein Browser quasi, dahin, wo eben nachher dieses Working Directory gesetzt werden soll. Das heißt, da, wo eure Datei, die Excel, die ihr quasi gerade erstellt habt oder die CSV, liegt.
Hier bei mir ist das jetzt schon ausgefüllt. Super, mega easy, aber man kommt da auch an eurer Stelle total einfach hin. Dafür gehe ich einfach hier auf diese 3 kleinen Punkte und suche dann hier bei mir im Rechner da den Ort, wo ich quasi hin muss. Zum Beispiel, wenn das jetzt hier Daten, Rechnen ist oder sowas, kann ich dann hier einfach auf Open gehen. Also angenommen, da liegt jetzt eure Datei, gehe ich auf Open und schon bin ich da, wo nachher eben diese Datei liegt. Also hier könnte jetzt zum Beispiel eure Datei liegen. Ich mache das jetzt mal da, also ich gehe jetzt mal dahin, wo sie wirklich liegt. Bei mir ist das hier, die BRC-Studie. Ja, und dann sage ich direkt, okay, Open. Dann fügt er mir das hier oben ein. Das ist der Weg dahin. Und dann kann ich direkt sagen, okay, danke, jetzt hier auf More, Copy Folder Path to Clipboard. Jetzt kopierte ich quasi diesen Ordnerpfad, ja, füge den hier ein und sehe schon, wenn ich das jetzt markiere, das ist genau das, was ich hier schon mal eingefügt habe. Also Schrägstrich Users und so weiter und so fort, bis hier hinten die BRC-Studie. Wenn ich das eingebe, komme ich genau zu diesem Ordner. Es gibt jetzt noch eine andere Möglichkeit, also das könntet ihr jetzt, wenn ihr das macht, dann werdet ihr auch irgendwie so einen Chunk hier haben. Irgendwas wird hier stehen, keine Ahnung, User, weiß nicht, Laura und so weiter, ja. Und dann würde man nachher hier eben einfach diesen Pfad nehmen, zwischen diese Gänsefüßchen kopieren, genauso wie es ist. Bei mir ist zum Beispiel dieses Leerzeichen aus irgendeinem Grund wichtig und dann, genau, würde es schon funktionieren. Eine andere Möglichkeit ist, man kann auch hier einfach, wenn man den Ordner hier ausgewählt hat, auf Set as Working Directory gehen und dann führt er diesen Befehl quasi so aus. Man sieht das hier unten. In dem Moment macht er eigentlich genau das, was wir hier dem Programm gesagt hätten. Das Problem daran ist, wenn man das über diesen Button macht, dass ich dann meistens das Problem habe, dass ich, wenn ich das Skript in einem halben Jahr nochmal aufrufe, überhaupt gar keine Ahnung mehr habe, warum es nicht funktioniert und warum ich meine Daten nicht einlesen kann, weil ich vergessen habe, wo die vielleicht liegen oder weil ich gar keine Ahnung mehr habe, wie es hier alles funktioniert und dass ich halt irgendwann mal vorher, bevor ich das alles gemacht habe, hier gesagt habe, Set as Working Directory. Wenn ich das hier aber eingebe und diesen Befehl ausführe, dann funktioniert das in einem halben Jahr immer noch ganz genauso. Und ich bin genau da, wo ich hin muss. Gerade wenn man jetzt eine Arbeit schreibt oder sowas, würde ich das empfehlen, weil da guckt man vielleicht am Anfang mal durch, dann schreibt man wieder ein bisschen, dann guckt man nochmal rein und wundert sich, ja, irgendwas geht nicht. Und dadurch geht es auf jeden Fall immer. Okay, was haben wir jetzt geschafft? Wir haben es jetzt hingekriegt, unsere Packages, die wir für diese Single-Case-Studies brauchen, zu laden. Wir haben dann gesagt, okay, wir wollen aus diesen Packages verschiedene Libraries laden. Eben die Library Scan, ReadXL, scplot und ggplot 2 und sind jetzt eigentlich arbeitsfähig. Dann haben wir eher gesagt, okay, der Ordner, in dem unsere Daten nachher liegen, mit denen du arbeiten sollst, ist folgender. So, und jetzt können wir eigentlich anfangen zu arbeiten. In meinem Playground-Skript werde ich jetzt hier mal, oder ich switch mal einmal rüber und dann gucken wir uns mal an, was wir jetzt hier haben. Wir haben nämlich hier die dbsc-23-d. So heißt unsere Datei, so ist die auch hier angelegt. Da seht ihr das. Ja, genau so heißt diese Datei. Ich habe R ja schon gesagt, guck bitte in diesem Ordner und wenn er jetzt diese Datei genannt bekommt, dann weiß das Programm, okay, alles klar, diese meint er. Das heißt, wir gucken mal, das hier ist das, was wir brauchen. Warum, das erkläre ich euch gleich. Das nehme ich mal mit rüber. So, das ist, was ich jetzt hier mache, ist den Datensatz einlesen. Doppelpunkt. So, wie machen wir das? Wir sagen R jetzt erstmal, wir gucken uns erstmal diesen ersten Begriff hier an. Ja, das könnt ihr mal kurz ignorieren. Also, wir sagen erstmal R, bitte erstell du mal einen Datensatz, dat-d, so wollen wir den nennen. Und zwar, also bitte erstell den, das ist das Zeichen dafür, mit der oder durch die Funktion read.csv2. Und dann machst du es bitte so, dass du diese Datei dbrc23-.csv nimmst. Ja, das ist die wir hier erstellt haben, dbrc-23-d. Das ist genau die auch hier liegt oder die ich hier finde. Ja, nee, da ist sie nicht. Sie ist irgendwo anders hier. Ich finde sie gerade nicht, aber sie liegt auf jeden Fall, da ist sie, dbrc23-d. Und dann sagen wir noch, innerhalb dieser Datei wirst du ein paar Zeichen finden oder Zahlen finden, die sind minus 999. Wir erinnern uns hier, ja, die hier.
Was waren das nochmal? Genau, das waren die NAs. Also das waren Daten, die fehlen. Und für diese Daten sagst du bitte in deinem Datensatz, das sind NAs. Also na.string. Na.string ist gleich minus 999. Und jetzt weiß er, okay, alles klar, ich soll einen Datensatz erstellen. Also ich soll ein dat-d, so soll der nachher heißen, aus readcsv2 mit dem Namen dbsc-23-d.csv mit den Werten minus 999 als NAs. Das ist eigentlich alles, was in dieser Zeile passiert, und das ist das, worum es da hauptsächlich geht. Die ist aber relativ wichtig dafür, dass wir nachher einen funktionierenden Datensatz haben. Jetzt habe ich es aus dem Weg gemacht. Wenn ich das markiere und dann ausführe, macht er Folgendes. Okay, alles klar, cool. Habe ich verstanden, mache ich. Ich erstelle diesen Datensatz. Der sieht dann so aus. Das ist das, was wir eben quasi hatten. Ja? Jetzt sehen wir, hier ist noch ein X drin. Da habe ich nämlich eben gerade rumgefuscht. Da habe ich nämlich mit dem Datum da irgendwie rumprobiert. Eigentlich ganz guter Workcase. Mal gucken, was jetzt passiert, weil eigentlich sollte er das jetzt gleich ignorieren. Wir gucken aber mal, kann sein, dass er das jetzt mitschleppt. Wir sagen nämlich jetzt, okay, ist wunderschön, du hast jetzt hier diesen dat-d, also Data, sind die Daten, die ich eingelesen habe, dat-d erstellt. Das sind hier 800 Observations von 5 Variablen. 5 Variablen, weil wir halt eben noch hier dieses x haben, was wir aber eigentlich nachher gar nicht mehr brauchen. So, jetzt ist es so, dass wir sagen, okay, könntest du bitte eine weitere CSV-Datei erstellen? Wie gesagt, es gibt ja sehr viele verschiedene CSV-Dateien und wir wollen möglichst sicher gehen, dass es so ist, dass wir nachher eine Datei haben, mit der wir gut rechnen können und die auch für R passt. Könntest du bitte eine CSV-Datei schreiben aus dem Datensatz dat-d mit dem Namen forscan-dbsc-23-d.csv, so soll die nachher heißen. Und bitte ignoriere dabei die Row-Names, also die Links, die Zeilen, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Nicht den Case, sondern die Row-Names. So, wenn ich das jetzt mache, sagt er, okay, alles klar. Diese Datei wurde geschrieben, heißt jetzt forscan-dbsc-23-d. Die müsste jetzt hier irgendwo rumfliegen, da ist sie. Und jetzt gucken wir mal, was passiert ist. Error in Summary Object is not found. Na super. Achso, ich bin einen übersprungen, Entschuldigung. Also, was jetzt passiert ist gerade, wir ziehen uns die mal runter und gucken uns nur mal den an. Es wurde eine neue CSV-Datei erstellt, die hat er dann auch gespeichert in unserem Working Directory, was wir vorher ausgewählt haben. Und hat eben gemäß, so wie wir das gesagt haben, dass er diese Zeilen ganz links ignorieren soll, einfach eine neue CSV-Datei geschrieben, wo wir jetzt wissen, okay, alles klar, diese NAs, diese minus 999, sind jetzt durch NA ersetzt. Im Folgenden sagen wir jetzt, okay, jetzt generiere bitte einen neuen Datensatz. Den nennen wir dat-dbsc-d. Also den könnt ihr auch komplett anders nennen. Das müsste nachher einfach nur eindeutig sein, wie er heißt. Und mach das bitte so, dass du hier die Funktion readscdf nimmst. Und die ist nämlich aus dem Scan-Paket. Und dann sucht bitte diese Datei. Das ist die wir hier eben erstellt haben. Ja? Jetzt sieht man wieder, das ist markiert. Also diese Datei, die eben geschrieben wurde als CSV-Datei, werden wir jetzt einlesen. Und dann steht hier unten imported 10 cases. Können wir ja mal raufschauen. Sieht eigentlich gut aus. Ich glaube auch, dass unsere zusätzliche, wir haben den Logical haben wir hier noch drin, ganz viele NAs, aber das muss uns jetzt nicht weiter stören. Genau, und jetzt können wir das mal uns ausgeben lassen, Summary, und sehen hier, okay, hat das funktioniert oder nicht. Also, alles nochmal kurz von vorne. Wir sagen bitte erstelle einen Datensatz, in dem du diese CSV-Datei liest, ja, und dafür nimmst du bitte diese CSV-Datei und ersetzt alle NAs durch alle minus 999 durch NA. Dann hat er diesen Datensatz hier erstellt und wir sagen, schreib den bitte dahin, ohne die Row-Names. Dann sagen wir, okay, lies bitte nochmal einen neuen Datensatz ein, und zwar mit der Funktion readscdf, ja, und dann bitte nutze diese neue Datei, die wir eben erstellt haben, wo wir uns jetzt sicher sind, die funktioniert auch für diese Funktion. Und dann fass mir das bitte alles zusammen. Summary ist nämlich jetzt eine Funktion, so ruft man in R
im Endeffekt Funktionen auf, dass man quasi sagt, okay, ich schreibe hier Summary oder es gibt zum Beispiel Describe oder Export oder was auch immer und dann dahinter in Klammern das Element, was eben zusammengefasst werden soll. Jetzt, wenn ich das wie gesagt hier aufrufe, dann kriege ich eine Zusammenfassung von eben diesem SCDF-Datensatz und die sehe ich auch hier. Also hier sind es irgendwie 10 Fälle, 02a, 03a, 01b und so weiter. Ja, das ist das, was hier quasi stand. Und anhand dieser eben erstellten Datei und dieser SCDF-Datei kann ich dann weiter in die Analysen einsteigen. Wichtig ist, dass man einmal sich diese Summary hier unten anguckt. Das liegt daran, dass diese Measurements, die sollten halt alle gleich sein, ja, also die sollten alle 80 betragen. In der Regel ist es so, dass diese Einzelfall-Untersuchung die gleiche Anzahl an Messzeitpunkten hat. Hier steht dann auch, wie das Design ist, A, B. Ja, es könnte auch eine C-Phase entdeckt worden sein, aber nee, es ist quasi nur eine Phase also ein zweiphasiges Design entdeckt worden. Und wir sagen, a single case data frame with 10 cases. Auch das einmal kontrollieren, wurde ein Fall vergessen, ist irgendwas passiert oder genau, hat es geklappt. So, also das sind diese ersten 4 Code-Schnipsel, die sind super wichtig. Und da wird es bestimmt immer mal das ein oder andere Problem geben. Dann immer ganz genau gucken, okay, wie heißt diese Datei, die ich gerade einlese, wie heißt die Datei, die ich erstellt habe. Ja, was es einfach ist, wenn ich mache auch mal dieses for-scan davor und nehme dann einfach genau den gleichen Datenname, weil dann sehe ich immer, okay, for-scan ist quasi die später zum Scannen genutzt werden soll oder für das Scan-Paket aufbereitet werden soll und mit der können wir dann weiterarbeiten. So, wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir mal weiter. Jetzt können wir nämlich schon mal erste Analysen von unserem Datensatz vornehmen. Dafür nehmen wir uns mal diese Exportfunktion. Die Exportfunktion ist, ähnlich wie ich das eben bei der Summary schon erklärt habe, eine Möglichkeit, jetzt diesen Datensatz sich anzuschauen. Hier müssen wir jetzt gucken, das ist total wichtig, wir rechnen ja immer mit diesem Datensatz dat-dbrc-d. Das ist der, mit dem wir später auch jetzt immer wieder und die ganze Zeit rechnen werden. Deswegen müssen wir den immer angeben. Wenn ich jetzt hier Export von, keine Ahnung, einem anderen Datensatz machen würde, dann würde der sagen, den habe ich nicht gefunden hier. Export bla bla bla, Object is not found. Wenn ich jetzt aber hier das D wieder hinschreibe und die Funktion ausführe, dann sehe ich sowas. Aha, das hat offensichtlich geklappt. Das sieht schon mal nach sehr viel Statistik und nach sehr viel Information aus. Das ist auch genau richtig und gewollt so. Jetzt sehen wir quasi das, was wir in unserer Tabelle dargestellt haben, in ein bisschen anderer Form. Wir haben hier oben diese Fälle 02a, 03a und so weiter und so fort und sehen hier an den Stellen, wo die NAs stehen, jeweils das ist immer noch dieses X, was wir jetzt hier durchschleppen. Das könnt ihr komplett ignorieren. Wir können das auch gleich mal aus dem Datensatz rauslöschen. Hier die Phase, Values und den Messzeitpunkt. Diese NAs stören mich jetzt ehrlich gesagt ziemlich dolle, deswegen werde ich mal einmal jetzt hier den ganzen Inhalt löschen, werde das nochmal speichern und dann werde ich das gleiche nochmal einlesen, mal gucken, was passiert und schauen, ob die jetzt raus sind. Ne, die sind noch drin. Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass wir jetzt hier in dieser Datei so ein paar Sachen mit rumschleppen. Naja, egal. Das ist nicht so wild. Fürs Erklären nervt das jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber man versteht sowieso, was mit diesem Datensatz passiert. Also wenn ich auf Export gehe, dann sehe ich eben diese Darstellung. Das ist so eine Art Übersicht erstmal nochmal. Jetzt gucken wir nochmal ein bisschen genauer in die Daten. Und zwar gibt es da die Funktion Describe. Das ist sowas wie deskriptive Daten. Da kopieren wir uns auch wieder eins raus, gehen in den Playground und jetzt nehme ich diese Funktion Describe und sage, ich möchte auch hier dat-dbrc-d, das ist nämlich unser Datensatz, und möchte dann das exportieren. Dann ist es so, dass ich quasi diese Datei, die hier erstellt wurde, direkt übergebe an Export. Wenn ich nämlich so das mache, kriege ich folgende Ausgabe. Das ist nicht so schön. Wenn ich dahinter aber diese Pipe mache und sage, okay, ich möchte, dass diese unschöne Datei nochmal schön exportiert wird, dann nehme ich alles, drücke auf Export und dann sieht das so aus.
Wie das genau funktioniert, müsst ihr auch nicht verstehen wahrscheinlich. Ja, wen das interessiert, kann sich über die Pipe von R bestimmt gut informieren im Internet. Es wird quasi hier ein Befehl oder hier ein Element generiert, was übergeben wird an das nächste ausführende Funktion, an die nächste ausführende Funktion und dann genau passiert Folgendes. So, das Schöne ist, jetzt haben wir hier schon mal ein paar Statistiken, schon mal ein paar Rechnungen. Wie ihr seht, das X ist jetzt komplett weg und ist auch total egal. Das schleppen wir jetzt hier so ein bisschen durch, aber das passt schon. Wenn wir hier auf der linken Seite uns den Case anschauen, ja, sehen wir auch hier wieder, was würde für den Case für ein Design erkannt und dann, was sind diesem Case für Werte zugeordnet. Wir sehen hier erstmal, wir haben folgende Werte in der A-Phase und folgende Werte in der B-Phase. Also wir haben hier 35, 35, 40, 40, 40, 45, 45, 45, 45 und so weiter. Und hier eben auch. Hier würde ich nochmal die Daten kontrollieren, weil ich schätze, das soll auch eine 5 sein. Also bei 01C, das ist jetzt auch ein ganz gutes Beispiel eigentlich, müssen wir nochmal gucken, ob da nicht ein Datenpunkt falsch zugeordnet ist. Ob da hier nicht einer der Punkte zu viel bei der B-Phase ist und zu wenig bei der A-Phase. Dann sehe ich auch hier, wie viele Missings habe ich denn in den jeweiligen Phasen. Das sind, bei diesem Kind sind es recht viele, es sind fast die Hälfte der Datenpunkte, aber wir haben trotzdem durch 44 noch eine sehr große Baseline. Da kann ich wahrscheinlich trotzdem noch ganz gut mit rechnen. Hier bei 31 ist es schon sehr viel, aber auch das würde wahrscheinlich sogar noch gehen, je nachdem, wie die Punkte liegen. Und dann sehe ich hier, wie viele Missings ich in der jeweiligen B-Phase habe. Bei den beiden Kindern sieht das wunderbar aus. Da fehlt fast gar nichts. Das ist total toll. Genau, und hier sind es auch deutlich weniger als in der A-Phase, was schon mal ganz gut ist. Andersrum wäre es auf jeden Fall deutlich schlechter. Hier sehe ich die Mittelwerte, den Median, Standardabweichung und verschiedene andere Sachen, zum Beispiel auch die Trends innerhalb dieser jeweiligen Phasen und das Minimum und das Maximum. Auch die solltet ihr euch ja mal angucken. Wie ist meine Skala? Wenn hier zum Beispiel eine 6 auftauchen würde bei mir, dann wäre das falsch, weil meine Skala geht nur bis 5. 0 bis 5, das ist die Skala und da würdet ihr schon mal relativ schnell sehen, okay, sind da Werte drin, die überhaupt nicht passen. Auch für sowas gibt es noch andere Funktionen, die ein bisschen besser sind, aber genau, hier sollte man das eigentlich schon relativ gut erkennen. Das ist zum Beispiel was man sehr gut als deskriptive Statistik und Überblick eben in die Daten implementieren kann. Dann gehen wir mal weiter. Wenn ich jetzt Analysen durchführen möchte mit meinen Kindern, ja, und sagen möchte, okay, ist klar, wie ist das denn jetzt eigentlich? Wie haben die so performt? Dann kopiere ich mir mal das hier rüber. Da sehe ich auch schon, das sind jetzt diese Multilevel-Analysen. Jetzt gucken wir quasi die verschiedenen Kinder genestet in Messzeitpunkten, wie performen hier die verschiedenen Fälle über die Zeit, wie sind quasi auf einer regressionsanalytischen Basis unsere Unterschiede zwischen verschiedenen Phasen. Deswegen, jetzt müssen wir wieder gucken, dat-dbrc-s ist falsch, wir brauchen das d, ja, weil unser Datensatz d heißt. Übergeben wir mit der Pipe an folgende Funktionen, an HPLM, jetzt sehen wir hier Slope, True, Random Slope false, LR Point Test false, Updated Fix, müsst ihr nicht verstehen, wird exportiert. Das ist quasi die Funktion, die jetzt notwendig ist für unsere Trendanalyse, für die Analysen der Regression über eben alle Kinder. Das heißt, ich nehme alle Kinder zusammen und vergleiche jetzt diese zwei Phasen und mache da vor allem einen Unterschied oder einen Vergleich zwischen den Phasen in Form von verschiedenen Effekten. Es gibt einmal einen Level-Effekt und einen Slope-Effekt. Die gucken wir uns gleich näher an. Wir rechnen jetzt erstmal einmal und dann sage ich euch, was da überhaupt rauskommt. So sieht das aus. Wir sehen jetzt hier, wir haben auf der rechten Seite so ein Modell ausgegeben bekommen und sehen verschiedene Sachen. Dieser Intercept sagt, wo beginnt diese Gerade, wenn man jetzt quasi sich das als Diagramm vorstellen müsste, auf der Skala von 0 bis 5. Irgendwo bei 2,74 geht dieses Verhalten los. Mit dem Beginn der B-Phase gibt es einen Unterschied, der quasi minus 1,82 auf dieser Skala von 0 bis 5 bedeutet bezüglich der B-Phase. Dieser Unterschied als Level-Effekt ist signifikant, das heißt, er ist statistisch überzufällig. In der Slope-Phase ist das nicht so. Da haben wir, oder der Slope-Effekt. Für den Slope-Effekt in dieser Phase B haben wir einen Wert, der ist eben nicht signifikant.
und hier ist der Effekt auch quasi gleich 0. Wir gucken uns einmal ganz kurz an, was das bedeutet. Sowieso solltet ihr euch, das muss ich einmal ganz kurz so, solltet ihr euch dieses Buch, das ist das Scan-Buch, das eben genau für dieses Paket hier, ja, Library Scan, von Jürgen Wilbert geschrieben wurde und der hat das auch entwickelt, zusammen mit Timo Lüke. Genau, bitte unbedingt anschauen. Hier sind alle möglichen Sachen erklärt, die hier passieren und das sprengt auch einfach komplett den Rahmen und die Zeit, wenn wir jetzt auf alles hier eingehen. Wichtig ist aber jetzt für unsere Arbeit, jetzt müssen wir mal gucken, wo ich das hier finde. Das ist Working Single Case Data. Ich glaube, das müsste hier sein. Genau, dass wir hier diese Slope und diese Trend- und Level-Effekte und eben auch den Trend-Effekt erklärt haben. Also the performance at the beginning of the study is the intercept. Development effect leading to continuous increase throughout all measurements ist der Trend-Effekt. As an intervention effect leading to an immediate and constant increasing in performance ist ein Level-Effekt. Und a second intervention effect that evolves continuously with the beginning of the intervention ist der Slope-Effekt. Das heißt, wir haben einen Effekt, der quasi durchgeht, den Trend-Effekt. Dann haben wir einen Level-Effekt, der quasi increasing oder decreasing, im Endeffekt, je nachdem, wie man es ja betrachtet, relativ abrupt zwischen diesen zwei Phasen sich unterscheidet. Und wir haben einen, der continuously with the beginning of the intervention, also nicht sofort, aber mit der Zeit setzt ein Effekt ein, messbar ist. Das sind diese drei unterschiedliche Effekte. Wir sehen also, wir haben hier einen Effekt, und zwar einen Effekt, der sofort einsetzt, aber keinen, der über die Zeit sich noch entwickelt. Über alle Kinder. Das sind jetzt 10 Kinder. Wir sind hier an der untersten Grenze für solche Analysen. Eigentlich bräuchten wir dafür deutlich mehr. Es gibt da so verschiedene Standards. In der Literatur wird zwischen 10 und 20 als Minimum gehandelt, aber das muss man in solchen Analysen dann auch schon gut begründen, warum man das mit so wenigen Kindern noch als valide ansieht und warum vielleicht sonst auch nicht. Deswegen diese HPLM-Funktion, das ist die, mit der wir das gemacht haben, mit der wir hier rechnen, lässt sowas möglich, ermöglicht genau diese Analysen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte den Slope-Effekt, weil der ist für uns irgendwie egal, dann schreibe ich hier nicht Flalse hin, sondern False und führe das Ganze nochmal aus und habe jetzt ein Modell, wo der Slope-Effekt nicht drin ist. Das heißt, das Modell wird insgesamt ein ganz bisschen anders berechnet und die Effekte können sich nochmal verändern. Hier sehen wir jetzt, dass der Level-Effekt sich ein bisschen verändert hat. Ich weiß gerade gar nicht genau wie. Da muss ich jetzt auch selber nochmal nachgucken. True. Ja, minimal. Also minus 1,83 waren es eben, jetzt sind es minus 1,82. Also es gibt eine leichte Veränderung, aber die ist wirklich sehr, sehr gering. So, das sind jetzt quasi diese großen Mehrebenenanalysen. Die haben uns jetzt hier eben mal rausgezogen, diejenigen, die sowas machen müssen und die mit diesen Sachen rechnen, müssen sich da auf jeden Fall ein Stück weit einlesen und gucken, in welcher Art und Weise sie welche Argumente rein oder rausschmeißen, wann das sinnvoll ist. Das ist aber alles sehr gut in dem Scan-Buch beschrieben und für diese Sachen guckt man sich am besten die Multilevel PLM-Analysis an und das Kapitel davor. Da sieht man dann hier diese ganzen schönen Funktionen, diese Begriffe, die ich eben auch hatte. Und auch hier, das sehen wir ja schon, das hatte ich eben auch. Man kann dann noch andere Variablen hinzufügen zum Beispiel. Oder. Sollten sich dann da ein Stück weit weiter einarbeiten. Jetzt will ich noch eine andere Funktion erklären. Ich lösche die mal hier einmal raus. Und zwar die PLM-Funktion. Das ist eine Funktion, die kann man nutzen, wenn man jetzt quasi nur mit einem Kind rechnen möchte. Das heißt, wir können uns diese Analysen für alle Kinder zusammen angucken. Wir schmeißen sie alle in einen Topf und rechnen über alle diese Kinder diese Analysen. Oder wir gucken uns nur die Datenpunkte von einem einzigen Kind an und rechnen mit denen. Das funktioniert eben nicht eben hatten wir die HPLM-Funktion, sondern das funktioniert mit der PLM-Funktion. Und hier wählen wir jetzt quasi ein Kind aus. Wir nehmen wieder unseren Datensatz dat-dbrcd, ja, und dann wählen wir das Kind mit der Nummer 10 aus, also das letzte in dieser Studie.
sagen wir brauchen keinen Slope-Effekt und wollen das dann auch mit der Pipe direkt an den Export übergeben und dann sehen wir hier sowas. Jetzt sehen wir, okay, wir haben nur den Level-Effekt, also nochmal zurück, ja, der Unterschied eben zwischen, jetzt müssen wir mal wieder gucken, wo das ist. Genau, diesen Unterschied eben zwischen diesen zwei Phasen, ein Intervention Effect leading to an immediate and constant increase in performance Level Effect, ja. Also den können wir hier gut feststellen und sehen sogar, der ist nicht extrem signifikant, der ist signifikant, Punkt. Und sehen dann auch hier mit was für einem Wert, minus 2,43. Also dieses Kind hat das Verhalten auf der Skala von 0 bis 5 fast um die Hälfte reduziert. Also das ist schon eine sehr starke Veränderung. Wir können ja den Slope-Effekt einfach mal reinnehmen und gucken, ob wir auch so einen eher langsamen, evozierenden Effekt noch feststellen. Ich glaube wahrscheinlich kaum. Genau, dann sieht man auch, ändern sich die Werte wieder so ein ganz bisschen, weil das Modell anders gerechnet wird. Aber deswegen lassen wir den auch mal raus. Wenn ich das jetzt für jedes Kind machen will, dann setze ich hier einfach die verschiedenen Nummern ein. Also 1, dann habe ich für die 1, 2, dann für die 2, ja, und für die 3 können wir das dann so weitermachen. Das sind die PLM-Analysen. Auch hier immer darauf achten, dass wir da den richtigen Datensatz auswählen, sonst funktioniert das nicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, also hier noch eine Variable hinzuzufügen. Das würde ich aber jetzt an der Stelle auch überspringen und da wieder auf das Buch verweisen und mir jetzt nochmal die Plots und die Overlaps mit euch anschauen. Der wichtigste Overlap-Indiz ist eigentlich für unseren Bereich oftmals der NAP. Wir gehen aber trotzdem erstmal in die Funktion von allen rein. Das heißt, wir gucken uns mit der Funktion Overlap, das ist diese Funktion hier, jetzt im Folgenden unseren Datensatz an. Das bedeutet, dass wir das Objekt Overlap-D erstellen, indem wir das mit diesem Pfeil sagen, okay, hey, bitte erstell das, mit der Funktion Overlap in Klammern dat-dbrc-d decreasing true und dann export bitte das Element Overlap D, was wir hier eben gerade erstellt haben. Decreasing True muss man eingeben, weil wir davon ausgehen, dass das Verhalten, was wir uns angucken, eher sinkt, als dass es steigt. Wenn ich hier False eingebe, dann bekomme ich quasi invertierte Werte. Ja? Die sind auch möglich zu interpretieren, aber besser ist es, wenn wir hier einfach True eingeben, wenn wir davon ausgehen, dass es zum Beispiel wie bei so aggressivem Verhalten oder so eher durch die Intervention abnimmt. Wenn ich davon ausgehe, dass ich zum Beispiel das Selbstwertgefühl steigern möchte, dann wäre es was, da würde ich dann sagen, okay, das ist eher False, Entschuldigung. Also halt eben nicht decreasing. So, wenn ich diese Funktion ausführe, sagt er mir erstmal, dass es gibt so ein paar Warning Messages, dass gewisse Sachen nicht kalkuliert werden konnten. Das können wir aber jetzt an der Stelle erstmal ignorieren und sehen dann, dass es aber doch irgendwie ging und dass die Varianz hier bloß innerhalb gewisser Fälle wohl relativ gering ist. Das ist jetzt eine Übersicht von all den Overlap-Indizes, die hier auch wunderschön in dem Scan-Buch verlinkt sind. Da müssen wir einmal gucken, wo sie sind. Working with Overlap-Indices, genau. Da sehe ich jetzt hier ganz genau zu jedem Bereich, was ist das denn eigentlich? Also, was ist eigentlich der PEM? Ja, oder PM. Was ist eigentlich der PANT? Und wieso rechnen wir jetzt eigentlich mit dem NAP oder mit dem NAP, warum sollte man sowas machen oder eben nicht machen? Ich finde den NAP jetzt gerade nicht, aber da Non-Overlap of all Pairs, das heißt quasi, das sind also hier da steht NAP summarize the overlap between all pairs of phase B and phase A and B data points. If an increase of phase B scores is expected, a non-overlapping pair has a higher phase B data point. The NAP equals number of pairs showing no overlap, number of pairs, because NAP can only take values between 50 and 100% und so weiter. Also der NAP guckt sich quasi an, inwiefern überlappen diese Datenpunkte oder eben nicht und inwiefern ist das signifikant oder eben nicht. Interpretationen zum NAP gibt es überall im Internet, auch in diversen wissenschaftlichen Papern. Da dann einfach nachgucken, wenn man mit diesem mit diesem Wert arbeiten muss. Der NAP ist, wie man hier sieht, eigentlich bei jedem Kind relativ gut. Also jetzt in dem Moment, weil wir Decreasing gesagt haben, sollte er hoch sein und kann quasi jetzt eine Aussage dafür geben, dass 82,55% der Datenpunkte unterhalb der Datenpunkte von der Phase A liegen, von Kind 02a.
So, das sind die Overlap-Indizes, mit denen kann man auch einzeln rechnen. Das heißt, man kann jetzt hier auch einfach sagen, ne, wir nehmen nur den NAP, wollen nur den NAP berechnen und führen dann hier diesen, Moment, das habe ich so, wir müssen auch die ganze Funktion markieren. Wir führen nur den NAP aus, dann kriegt man sowas. Da sieht man quasi den NAP nur für die Kinder und dann auch nochmal ein bisschen detaillierter. Das könnte ja sein, dass das auch relevant ist. Genau. Gleiches hier, Overlap, kann ich eben nur für das eine Kind mir ausgeben. Das sind verschiedene Darstellungsweisen. Das ist wieder die Funktion Overlap. Wir steuern da das dat-dbsc-d an, Kind 1 und sagen wieder decreasing true und dann wird eben diese Tabelle so ausgegeben und das gleiche sollte jetzt eigentlich auch gehen, wenn wir das Export dahinter packen, müsste das eigentlich funktionieren, das ist dann anders gemacht, genau, dann sehen wir es so, ja, also dann nur die Zeile wie eben. So, und jetzt kommen wir noch zu den Plots. Ich glaube, das ist auch was für viele wichtig ist. Wir holen uns jetzt hier erstmal die Plots pro Kind raus. Jetzt muss ich mal schauen, welchen wir am besten nehmen. Genau, wir können einfach, wir fangen mal mit denen hier an, Entschuldigung. Und zwar einfach nur plotten pro Kind. Nimm den mal rüber. So. Und dann erkläre ich den einmal ganz kurz. Also hier wieder gucken, haben wir also erstmal die Funktion Plot suchen wir jetzt oder benutzen wir jetzt. Dann steuern wir wieder diesen Datensatz an. Plot, ich bin auch schon ein bisschen fusselig geredet, Entschuldigung. Also dat-dbrc-d und da gucken wir uns an, Kind 1. Jetzt gibt es hier so verschiedene Sachen, die man eintragen kann. Ja, das sind Bereiche, die in den Plots quasi definiert werden sollen. Wir gehen jetzt einfach mal, das ist so die Standardeinstellung, und führen das aus und sehen jetzt folgendes Diagramm. Das heißt, dass alle 5 Punkte, glaube ich, hier unten das Measurement angezeigt wird, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Ich glaube schon. Können wir mal einmal ausprobieren. Wenn wir hier auf eine 10 gehen, dann müsste sich das eigentlich ändern. Nee, da ändert sich nichts. Dann ist das wahrscheinlich egal. Dann ist das vielleicht auch der Markt. Ich muss jetzt nachgucken. Tut mir leid, dass ich es jetzt gerade nicht weiß, was das hier bedeutet. Aber genau, werde ich sonst noch mal in die Beschreibung packen oder nachliefern. Also, wenn hier eine 5 steht und das funktioniert, ist es super. Wenn nicht, dann müsstet ihr das vielleicht nochmal ändern. Doch, ja, hier, da unten. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Das war so, ich weiß nicht, warum ich es davor nicht gesehen habe. Ja, jetzt verschwinden die hier. Okay, habe ich vielleicht einfach gerade eben nicht erkannt. Also, wenn ich hier eine 20 eingebe, dann sehe ich eben nur die 4, so, aber wäre ganz schön, glaube ich. 5 ist ein ganz gutes Maß. So, also, lange Rede. Im Endeffekt ist es so, dass wir hier jetzt sehen, okay, das sind die Datenpunkte der Baseline und das sind die Datenpunkte der Interventionsphase. Das gleiche können wir jetzt auch für das Kind 2 machen. Einfach sagen, okay, Kind 2 gucken wir uns auch mal an und sehen, das ist folgender Plot für Kind 2. Oder hier das gleiche auch nochmal für Kind 3. Zack. Da sehen wir auch dann die Entwicklung. Jetzt kann es aber sein, dass wir da ein bisschen differenzierter drauf gucken wollen. Deswegen habe ich diesen Plot hier nochmal mitgebracht. Man kann den nämlich jetzt erweitern. Auch das findet man alles wunderschön erklärt im Scanbuch, wie man das macht, durch so ein paar verschiedene Sachen. Wir können zum Beispiel den Median einzeichnen lassen oder die Trendlinie oder noch eine grüne, quasi also noch eine weitere Entwicklung innerhalb der verschiedenen Phasen. Und wenn ich den jetzt hier ausführe, mache ich das gerade für Kind 10. Wieder gucken, dbsc-d, das passt alles. Muss man auch alles nicht 100% im Detail verstehen. Wenn dieser Plot so funktioniert, ist für euch ja schön. Und sehe, dass ich hier zum Beispiel jetzt in Blau, das ist hier Color Blue, eine Trendlinie für die jeweilige Phase habe oder auch hier dann die Trendlinie für diese Phase habe mit den Verbindungen, deswegen hier in Grün, LOREC, von den jeweiligen Datenpunkten. Jetzt kann ich auch hier wieder sagen, okay, ich nehme mal Kind 8, gucken wir das mal an. Da sehe ich, ui, ganz interessante Baseline, fehlt am Anfang relativ viel. Das ist, glaube ich, das Kind, was vorhin da auch so ein bisschen schwieriger war. Gucken wir uns nochmal ein anderes an. Die Baseline ist da sehr unstet. Gucken wir uns mal vielleicht die 6 an. Da sieht es schon ein bisschen anders aus. Wir haben auch hier unsere Baseline-Punkte, die dann nachher fast zu einem Nullverhalten führen, eben auf dieser einen bestimmten Skala. Genau, so jetzt möchte ich noch mal einmal ganz kurz darauf schauen, wie wir nachher Einzelfalldaten alle zusammen plotten.
Das heißt, ich gehe mal wieder in meinen R rein und gehe hier zu dem allerletzten Teil. Plots pro Kind haben wir uns eben angeguckt und jetzt schauen wir uns das Speichern der Plots auf einmal an. Dazu gehen wir hier auf Destination, oder wir nehmen das mal einfach erstmal mal alles wieder mit rüber hier in den Playground. So, also, das heißt, wir setzen erstmal eine Destination für unser neues PDF. Wir sind ja schon in einem Working Directory, das heißt, alles, was wir machen, wird in diesem Bereich gespeichert. Jetzt gehe ich hier auf Destination gleich plots-d.pdf. So wird später das Ziel-PDF heißen. Dann gehe ich auf PDF, in Klammern File gleich Destination. Ja, die Destination ist ja da oben gesetzt. Und möchte jetzt für diese ganzen Plots, die laufen jetzt quasi durch, ja, werden jetzt erstellt, die PDFs erstellen, die wurden jetzt erstellt. Und dann sage ich, dass das Ganze wieder gestoppt werden soll, die Schleife gestoppt werden soll. Und dann ist hier unten, sind hier unten alle Plots. Wenn ich jetzt hier irgendwie den Namen verändere, Plots 2 oder sowas, dann sollte das genauso funktionieren. So, mal einmal schauen. Zack, da ist jetzt Plots 2 und dann habe ich jetzt hier, Momentchen kurz, da muss ich jetzt einmal die PDFs rüberziehen. Genau, habe ich jetzt hier die 2 Dokumente. Das habe ich eben erstellt, das ist Plots 2. Und kann so relativ easy die Plots auch auf einmal exportieren. Wenn ich jetzt hier Dinge verändere, dann wird das auch auf diese ganzen Plots übernommen. Das ist eigentlich ziemlich komfortabel. Genau, so, das war ein kleiner Walkthrough R. Ich hoffe, dass ihr das meiste soweit verstanden habt. Danke, dass ihr dabei wart. Genau, und dann bei Fragen gerne melden.